see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Was geht ab, Leute? Euer Kosti und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Für das 10.000 Abonnenten-Special habe ich mir natürlich einen Spezialgast hier in die Heiligen Hallen geholt und das ist der gute Daniel, aka Magic Fox. Wir machen den legendären Fibo-Gruß, ihr kennt ihn alle. Ne, Spaß beiseite, erst einmal wollte ich mich bedanken für die 10.000 Abonnenten auf YouTube. Wirklich eine coole Sache, danke für euren Support. Und im heutigen Video haben wir uns überlegt, wir machen ein Lederjacken-Special, in dem wir einfach den ultimativen Guide erstellen, falls ihr auf der Suche nach einer Lederjacke seid. Und zwar haben wir hier 9 Biker-Lederjacken im Gesamtwert von 12.000 € und die teuerste Jacke kostet einfach 3.500 €. Die Jacken werden wir nach und nach anziehen und wir werden eingehen auf Sachen wie Fit, Preis, Qualität und von welcher Marke die sind und so weiter. Und am Ende des Videos gibt es dann nochmal ein kurzes Resümee, wie viel Geld ihr eigentlich für eine Lederjacke ausgeben müsst oder ausgeben solltet. Und ja, das wäre es im Großen und Ganzen, oder? Würde ich auch sagen. Ey, wir müssen uns ranhalten. In neuen Jacken, da verliert man sich schnell. Wir machen das gerade zum 3. Mal und ich sag mal, haben uns immer verlaufen in den Details und so weiter und so fort. Deswegen, wir werden nicht so viel rumlabern. Wir schießen ein kurzes Intro raus und dann geht das Video los. Viel Spaß. Yeah, 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 yeah. Ay, coming in, yeah. Flex, I just wanna win, yeah. LABB. So, wir legen direkt los mit der ersten Jacke und die ist von der Marke Bodaskins. So, klassische Bikerjacke mit Gürtel, Kostenpunkt 450 €. Die Marke ist, glaube ich, durch Instagram relativ bekannt geworden. Vom Material her fühlt die sich auf jeden Fall sehr gut an. Ja. Vom Fit her, Größe M passt nicht mehr allzu gut. Die ist unter den Armen ein bisschen spack geworden, sage ich jetzt mal. Details. Ich persönlich finde sie nicht sehr hochwertig für den Preis, weil die Zipper und Co. sind mir ein bisschen dünn, beziehungsweise nicht hochwertig. Ist besser. Gürtel finde ich gut, dass der festgemacht ist, aber hört sich allerdings so ein bisschen klapprig an. Für den Preis finde ich das auch nicht cool. Hast du noch was du über diese Jacke loswerden möchtest? Also Fit ist gut, so sollte eine Biker-Lederjacke schon irgendwo sitzen. Das sieht gut aus, aber ich finde, für das Geld kann man auch eine bessere bekommen. Ja, und deswegen machen wir uns weiter auf die Suche. Also, nächste Jacke, wir ziehen immer abwechselnd an hier, ist von Selected. Selected Om ist sowas wie Kos oder wie H&M, so richtig gute Basics, ein bisschen teurer als H&M. Aber ich würde sagen, fast preisselbe wie Kos. Ja. Bikerjacke. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, vom Fit, die habe ich jetzt seit 3 Jahren und von der Qualität und allem ist die Jacke wirklich mega, mega stark. Kostenpunkt sind um die 300 €, ich meine, das waren 290 €. Gürtel ist auch fest, hat super schöne Details, also die Reißverschlüsse, die Zips, die sind viel hochwertiger als bei der Bodaskins. Die ist ein bisschen labbriger, das ist so ein bisschen labbrigeres Leder, nicht so ein fettes wie bei der anderen, aber die sitzt wirklich wie angegossen, mega perfekt, ist jetzt Größe L. Preis vollkommen in Ordnung, findest du auch? Oder ich finde, dafür, dass das Leder wirklich gut ist, die sich echt gut anfühlt, der Fit gut ist und die Details sehr hochwertig sind, ist der Preis von 300 € für eine Lederjacke echt gut. Einzige, was ich jetzt bei der Lederjacke nicht so geil finde, ist dieses Revers, das wirkt so ein bisschen durch dieses weichere Leder so ein bisschen klapprig. Da finde ich dieses steifere einfach cooler. Aber ansonsten, wie gesagt, ist sie für den Preis fühlt sich auch so gut an. Auf jeden Fall echt cool. Selected, und die würde ich auch der Bodaskins vorziehen. So, die nächste Jacke ist von der Marke Favela und die gab es mal vor ein paar Jahren zu kaufen, hat glaube ich gekostet 600 €. Und ich muss sagen, die ist halt vom Stil her extrem angelehnt an die Saint Laurent Bikerjacke. Nur weitaus günstiger und vom Material her fühlt die sich auf jeden Fall richtig, richtig hochwertig an. Hat auch einen echt guten Fit, muss ich sagen. Gürtel ist ebenfalls fest. Einzige, was ich jetzt bei der Jacke nicht so geil finde, ist dieser Doppelzip hier. Ihr könnt das sehen, das finde ich ein bisschen too much. Und die Details, finde ich nicht so geil, weil das nicht für den Preis nicht so hochwertig ist, wie beispielsweise jetzt bei der Selected Om, wenn man es vergleicht, oder? Das sieht auch zu glänzend, das sieht so ein bisschen... Ja, too much einfach, ne? Ja. Aber ansonsten ist das eine ganz coole Lederjacke. Wie gesagt, der Fit ist eigentlich richtig gut. Nur die Details für den Preis, sage ich jetzt mal, da erwartet man einfach so ein bisschen mehr, ne? Ja. Ansonsten finde ich die eigentlich ganz nice.
Die nächste Jacke ist von The Couples. Kennen wahrscheinlich auch viele die Marke. Kostet, glaube ich, um die 750 €. Finde ich ziemlich viel. Ja, Qualität, muss ich sagen, ist gut. Also ist auf jeden Fall gut. Ich finde nur, die sitzt nicht so optimal. Ich weiß nicht, ich fühle mich da drin nicht so wohl wie in der Selected beispielsweise. Genau wie bei der Favela auch, sind die zu hochglänzend gemacht. Also das ist auch so ein bisschen klapprig irgendwie. Auch die Zips sind gut gedacht, aber irgendwie nicht gut gemacht. Nicht gut gemacht, genau. Sonst finde ich, die Jacke ist nicht schlecht, aber definitiv ist es dir nicht das Geld wert. Ja, vor allen Dingen, was mir bei der Jacke ohne Scheiß direkt auffällt, ist einfach der Fit, dass die hier nicht tailliert genug ist. Ja, genau. Und einfach, dass die Ärmel extrem labbrig sind. Ja, also die sind einfach nicht so geil wie bei den anderen. Ne? Die sind jetzt irgendwie viel zu weit geschnitten. Ja. Ich meine, guck mal, ich habe jetzt nicht die kleinsten Ärmchen und die sind sogar mir viel zu weit. 41er Bizeps. Und der Rest der Jacke ist aber nicht Oversize. Wäre es jetzt eine Oversize-Jacke, wäre es wieder irgendwo okay, aber der Rest soll irgendwie normal sein und die Arme sind zu weit und hier unten ist auch was zu weit und irgendwie dafür 750 €, die Couples. Wenn man die im Kleiderschrank hat, kann man die aber dafür nutzen, um theoretisch einen Hoodie drunter zu tragen, was vielleicht nicht schlecht ist. Ne? Aber ansonsten finde ich, sollte eine Bikerjacke nicht so sitzen, sondern einfach ein bisschen stimmiger vom Fit her. Ne? So, jetzt kommt eine sehr, sehr interessante Jacke. Ja, und zwar ist die Jacke von unserem guten Kollegen Sergio, SMJ Style. Die gab es vor zig Jahren. Ich glaube, das war so die erste Lederjacke, die jeder von uns hatte. Lederjacke, genau. Das ist Kunstleder. Und die Jacke wurde damals verkauft für, ich glaube, 100 €. Und ich muss sagen, das war einfach damals die absolute Party-Lederjacke. So, ich zeige euch mal ganz kurz, ich mache euch mal ganz kurz den Party-Modus. Ärmel hoch, damit man in der Disco flexen kann. Und ich sag mal, dafür, dass es eine Kunstlederjacke ist die halt optisch auf den ersten Blick fast identisch mit den anderen. Also wenn ihr jetzt im Club seid, im Dunkeln sage ich jetzt mal, und die mit irgendeiner von diesen Jacken hier vergleicht, man sieht eigentlich keinen Unterschied, obwohl es eine Kunstlederjacke ist. Und ich sag mal, selbst tagsüber sieht man nicht direkt, boah, das ist eine Fake-Lederjacke bzw. eine Kunstlederjacke. Ne? Ja. Und für 100 € muss ich sagen, ist der Fit. Der Fit ist zum Beispiel mega, was natürlich schlecht ist, ist der Gürtel. Der ist richtig schwach, da ist alles Für 100 € kann man halt wirklich nicht erwarten, jetzt noch irgendwie hochwertige Details zu bekommen. Die hat jetzt so YKK-Zipper, was eigentlich gute Zipper sind, aber wenn man es jetzt mit den anderen Lederjacken vergleicht, tot. Ne? Also das, aber mal rein auf den Fit, da musst du echt nochmal sagen, ne? Das Ding sitzt wie angegossen. Wenn die Jacke jetzt wirklich 10 Meter von mir weit weg ist, sage ich, boah krass, da würde ich die Saint Laurent-Jacke nicht erkennen. Nein, safe nicht. Wenn die Jacke jetzt in einem coolen Look verpackt ist, also dann, wie gesagt, es muss nicht immer die teuerste Jacke sein, es geht ja immer um den Look, und wenn ihr die Jacke gut verpackt, dann sieht ihr einfach aus wie alle anderen Jacken, obwohl es eine Kunstlederjacke ist. Die Frage ist dann halt immer nur, will man sich eine Kunstlederjacke holen, von der man vielleicht 2-3 Jahre was hat und die danach echt abgetragen ist, oder investiert man ein bisschen mehr Geld und holt sich sowas wie das nächste Stück hier und hat wirklich sein Leben lang etwas davon. Das ist natürlich die persönliche Frage, die man sich dann stellen muss, wenn man sich sowas kauft. Ne? Also die nächste Jacke ist so die Saint Laurent Bikerjacke. Es gibt ja zwei unterschiedliche. Einmal die Biker ist ja eigentlich immer mit Gürtel. Ne? Ja. Und eine normale Lederjacke hat halt dann keinen Gürtel. Das ist jetzt die Saint Laurent Bikerjacke. Die hat diese kleinen Sternchen an der Seite. Die habe ich mir damals mal in Berlin geholt. Die ist so ein bisschen used, ein bisschen Vintage. Die hat überall so runtergerotzte Ecken und sowas. Preis total kaputt, weltfremd, 3.500 €. Wie viel? Ja. Können wir jetzt direkt stehen lassen. Qualität allerdings dafür auch von einem ganz anderen Level. Also es fühlt sich an, und das Leder und allgemein, wie sie sich trägt, vom Fit sogar noch besser als die andere Saint Laurent, die ich gleich noch zeige, ist sie wirklich das Nonplusultra. Auch wenn man so die Zips-Details an der Jacke sieht, das ist wirklich eine ganz andere Liga. Eine Hausnummer, die Jacke. Wirklich eine Hausnummer. Preis ist viel zu krank. Ist auch eine Hausnummer. So lassen wir es erstmal stehen. Ja. So, die nächste Jacke ist von Hugo Boss. Fühlt sich auf jeden Fall das Leder richtig, richtig gut an, muss ich sagen. Und die ist jetzt im Vergleich zu den ganzen anderen, fühlt die sich so an, als ob sie auch aus Kunstleder wäre, weil die übertrieben leicht ist, übertrieben dünn. Ja. Was ich eigentlich gerade echt angenehm finde, muss ich sagen. Die fühlt sich fast genauso an wie die Fake-Lederjacke. Ja, aber das ist auch wahrscheinlich Lammleder, ne? Aber fühlt sich richtig, richtig gut an. Ich muss sagen, ich finde die hier unten so ein bisschen zu weit. Also ich würde immer darauf achten, dass die Ärmel wirklich passend sind. Vor allen Dingen die Jacke hat gekostet auch um die 600, 600, ja.
was ich halt wirklich viel Geld finde. Und dann muss sowas eigentlich perfekt sitzen. Ne? Klar kann man sowas zum Schneider bringen, aber bezüglich Lederjacken und so zum Schneider bringen, das wird, glaube ich, auch nochmal eine sehr teure Geschichte. Von daher, wenn man so viel Geld für eine Jacke ausgibt, sollte die wirklich bis ins Detail gefallen. Was ich zum Beispiel direkt sehe, der Unterschied ist, dass die halt schwarze Zipper hat. Ja, das wollte ich jetzt auch gerade sagen. Ich persönlich, klar, es ist immer ein bisschen unauffälliger, aber bei Bikerjacken, finde ich, gehören silberne Zipper auf jeden Fall dazu. Ne? Wenn Deswegen, gerade auffällt, guck mal, die hat die Knöpfe, ne? aber Die Knöpfe sind nicht durch. Ja. Also man kann die, das sehe ich gerade das erste Mal, dass man das die ist gar nicht... ähnlich wie bei dieser Bodaskins-Jacke, die hat auch Knöpfe. Also ich finde es zum Beispiel uncool, dass der Kragen jetzt so ein bisschen... dass der Kragen jetzt so ein bisschen in der Luft steht, das finde ich nicht so geil. Ich finde es schon geiler bei einer Bikerjacke, wenn der Kragen wirklich anliegt. Und man kennt das ja, wenn man die beispielsweise jetzt in den Kleiderschrank hängt und das die ganze Zeit so steht, dann musst du erstmal einen Tag lang irgendwie Buch drauflegen, damit das wieder flach wird. Das finde ich zum Beispiel nervig. Ansonsten muss ich sagen, fit und so von der Qualität eine richtig gute Jacke, die natürlich auch ihren Preis hat. Hier, wenn du dich seitlich stellst, dann sieht man, wenn du die Arme runter ist, dass der Ellbogen halt hier komplett zu groß ist. Genau. Und das Sowas sollte sieht halt zum wirklich Beispiel nicht sein. nie cool aus. Ne? Ja. Also wenn das hier flattert, gerade am Ellbogen, weil da Ja. Deswegen muss man sagen, Qualität und Co. ist okay, aber wie gesagt, mit den 700 €. Details und für den Preis geht es auf jeden Fall besser, deswegen ja, eher nicht. das habe ich schon wieder hier. Wir haben vorhin durchgemischt, also es war nicht bekannt. Jetzt haben wir die andere davon. Also es geht wieder Das Saint Laurent. ist auf jeden Fall so das Ultimatum, was Leder-Bikerjacken angeht. Das ist jetzt die klassische Lederjacke von Saint Laurent. Die hat keinen Gürtel, ist auch nicht Vintage oder sowas, also eigentlich Glattleder. Ist vom Leder her, dadurch, dass das andere Vintage ist, das so ein bisschen rough ist, noch hochwertiger. Also das fühlt sich an wie im 7. Himmel quasi, ist 100% Lammleder, ist auch Größe 52. Saint Laurent, wie ich schon gesagt habe, die haben eher so dieses ganz skinny Model-Look-Typ, ne? Also die sind halt wirklich so sehr, ne? Deswegen muss man echt gucken, was man da für eine Größe braucht. Würde ich niemals online bestellen, immer anprobieren. Machen wir es kurz, Preis ist krank, 3.500 €, ist natürlich eine komplett andere Liga und auch, ja, lassen wir es einfach mal so stehen. Man muss einfach wirklich sagen, also die Jacke ist bis ins kleinste Detail einfach extrem hochwertig. Ja. Selbst hier die kleinen Druckknöpfe haben so eine extrem feine Eingravierung, wo Saint Laurent Paris draufsteht. Ja, Der die Zipper Zipper. fühlt sich einfach so krass hochwertig an. Also die Jacke ist wirklich bis ins kleinste Detail super, super hochwertig. Ja. Alles ist super, aber der Preis ist halt auch Komplett. einfach 3.500 € für eine Lederjacke. Ich meine, Fremd. ja, ganz ehrlich, man zahlt hier einfach den Namen. Ja. Der ist natürlich besonders und Co., aber 3.500 €, ich meine. das, Andererseits kann man die Jacke nicht schlecht reden, weil die ist wirklich Ja. von der Qualität und ich will auch nicht wissen, was die im EK kostet. Also die ist wirklich das Nonplusultra in Sachen Qualität und Verarbeitung. Es gibt nichts Besseres, meiner Meinung nach, aber der Preis ist auch krank. Ja, So muss man es stehen definitiv. lassen. So, letzte Jacke ist ein gutes Fundstück von Daniel. Ein Schätzchen. Ein Trage ich Schätzchen. auf. Ist von Dolce Gabbana. Ist auch eine Bikerjacke, aber im Gegensatz zu den ganzen anderen Bikerjacken ist die jetzt mal in so einem grauen Lederlook, nicht wie die anderen in schwarz. So richtig Vintage runtergerotzt. Ne? Ja, die fittet auf jeden Fall richtig, richtig gut, muss ich sagen. Ist so ein bisschen dicker. Also ja, hat auf jeden Fall diese Vintage-Vibes, fühlt sich echt, echt gut an, muss ich sagen. Ich finde das mit den Ärmeln ganz, ganz nice gemacht, dass du die quasi, ich habe die noch nie gerade getragen, aber wenn du die halt umklappst, was bei einer Bikerjacke ja super untypisch ist, dann hast du hier unten wirklich so einen richtig coolen Look mit diesem Umschlagmanschette irgendwie so. Also das sieht halt mega, macht aber auch nicht zu, es sieht halt mega fett aus. Die habe ich damals, echt Ewigkeiten, ich glaube fast 10 Jahre, im Outlet-Center in Remont geschossen. Die sollte mal 2.000 € kosten. Ich habe sie schlussendlich für 500 gekauft. Das war somit meine erste Lederjacke. Und ich trage die heute noch und ich finde sie legendär, immer noch. Schnäppchen Fuchs, man kennt ihn. Okay, dann würde ich sagen, Da sind wir schon fast beim Fazit angekommen, ja, was man jetzt... müssten wir jetzt mal ein Fazit ziehen. Also, was sagen wir, was ist so der Preis, wo man sagt, den würde ich jetzt für eine Lederjacke ausgeben? Natürlich ist das immer von jedem persönlich abhängig. Zum einen, was habt ihr für ein Budget? Zum anderen, was sagt ihr, was ist noch so, wo ich sage, okay, der Preis ist noch cool, das ist mir viel zu teuer. Ich kann verstehen, wenn die meisten sagen, 3.500 € für eine Jacke, no way, niemals. Stehe ich voll dahinter. Also ich persönlich würde es niemals machen. Ich finde, es ist einfach zu viel Geld, auch wenn die Jacke das Ding überhaupt ist. Ich könnte es einfach nicht machen.
Andere werden auch sagen, 600 € für eine Lederjacke ist mir auch zu viel Geld. Was würdest du jetzt am Ende des Videos sagen? Okay, ich meine, die teuersten Jacken von denen gehören natürlich dir, aber jetzt Hand aufs Herz. Also erschreckend ist halt, was heißt erschreckend? Andererseits ist es sogar gut, dass zum Beispiel die Jacke für 100 €, die aus Fake-Leder ist, auf die ersten 10 Meter nicht viel Unterschied, also nicht anders aussieht als zum Beispiel eine Saint Laurent Jacke für 3.500 €. Was ich damit eigentlich sagen will, ist, dass meiner Meinung nach der Fit von der Lederjacke das Nonplusultra ist. Also ich würde auch niemals eine Jacke kaufen, wo ich mich nicht drin wohlfühle. Und gerade bei einer Lederjacke, jetzt fragt ihr euch vielleicht, wo soll man denn darauf achten mit Fit? Das sind gerade diese Punkte mit, wie weit sitzt die hier? Ist die hier wie so ein Ballon? Ja. Sind die Schultern zu eng? Das heißt, die Schultern gucken raus, dass man diese Birnenform hat und sowas. Ne? Also eine Lederjacke soll die guten Partien im Körper betonen, sprich eure Schultern betonen und hier möglichst schmal sein. Man sieht halt einfach, es ist möglich, für so einen Preis wie 300 € für eine Echtlederjacke, die wirklich hochwertig ist, wie diese Selected-Jacke beispielsweise, eine richtig gute Lederjacke zu finden, die hochwertig ist und wovon ihr einfach, ich würde jetzt mal behaupten, euer ganzes Leben etwas habt, die ihr einfach immer anziehen könnt. Also man findet für 300 € tatsächlich eine Lederjacke, die wirklich stabil ist. Und meiner Meinung nach am Ende, wenn man die Jacken jetzt so von außen, von weiter weg betrachtet, sehen die auf den ersten Blick alle gleich aus. Deswegen, in der Mode geht es ja eigentlich immer darum, einfach so einen Look zu kreieren. Und den könnt ihr selbst mit der Jacke für 100 € kreieren. Also wenn ihr diesen Rockstar-Look, Boots, zerrissene Jeans, Kettchen, Ringe und so weiter haben wollt. Was ich noch ganz wichtig finde, ist zum Beispiel, die Dinger heißen ja fast in jedem Online-Shop nicht umsonst. Ne? Klassische Bikerjacke, klassische Lederjacke. Ich meine, das sind klassische Pieces. Und ich finde zum Beispiel, die soll man noch klassisch halten, wenn viele nach Details fragen. Zum Beispiel. Dann sind es vielleicht minimale Sachen. Details sind für mich aber schon einfach nice Zipper oder irgendwie so Sachen. Aber es gibt ja zum Beispiel auch Jacken, die man unheimlich oft sieht mit Tausenden von Ketten dran, mit Paintings drauf, mit was auch immer, gerade mit diesen ganzen Ketten hier oben. Und ey, ganz ehrlich, what the fuck, never ever, kauft euch sowas nicht. Ja. Erstmal ist es vielleicht ein kurzzeitiger Hype, aber von so einer Jacke, die einfach eine klassische schwarze Jacke ist, eine Lederjacke, die hält, ich meine, die meisten Jacken hiervon sind alle 4, 5 Jahre alt und die sind noch genauso wie am ersten Tag und ich trage sie auch genauso gerne. Wenn du dir so ein Piece holst, was dann durch Nieten und Co. so verunstaltet wird, dann ist es einfach so, dass du das vielleicht für eine Saison trägst und nächste Saison, wenn du dich ein bisschen weiterentwickelt hast oder ein bisschen älter geworden bist, denkst du dir, Alter, was habe ich mir für einen Scheiß gekauft, wie konnte ich nur? Und dann kosten die Dinger manchmal noch 600, 700 €. Ja, das ist ja das Traurige. Wenn man sich so ein paar Marken anguckt, die sowas machen, dann, wie gesagt, du holst ja so eine Jacke und ein Jahr später bereust du das schon so hart. Ja. Deswegen macht sowas auf jeden Fall nicht. Wenn ihr euch so ein klassisches Teil holen wollt, dann bleibt beim klassischen Design, weil das gerät einfach nie aus der Mode und das könnt ihr einfach immer tragen. Deswegen, wenn ihr euch eine Jacke holt, egal in welcher Preisrange, holt euch auf jeden Fall was Klassisches und optisch sieht das alles gleich aus. Wie gesagt, die Qualität, die man da kauft, die bezahlt man natürlich auch und deswegen entstehen einfach die Preisunterschiede. Natürlich zahlt man auch irgendwo die Marke, wie bei Saint Laurent jetzt beispielsweise, aber im Großen und Ganzen kann es selbst für 100 € einfach cool aussehen. Das ist auf jeden Fall so das Fazit der ganzen Sache. Trotzdem würde ich, glaube ich, sagen, dass man so durch die letzten Jahre, wo man auch viele gesehen hat, unheimlich viele mal anprobiert hat, schon sagen kann, dass man für eine richtig gute Lederjacke, wo man wertiges Leder hat, die einfach auch wirklich was hermacht von den Sips und so, da musst du halt, allein schon, weil die EKs gar nicht billiger gehen, schon 200 bis 300 € in die Hand nehmen. Schlussendlich ist das vielleicht erstmal ein Batzen Geld, aber wenn man rechnet, dass man die in 5 Jahren später genauso trägt und die einfach immer noch mega geil aussieht, dann rentiert es sich irgendwie. So, eine Sache noch für alle Leute, die sich fragen, wie kombiniert man eine Lederjacke am besten? Also, unser beider persönlicher Favorit ist der sogenannte Rockstar-Look, sprich eine schwarze Skinny Jeans, ein schwarzes Basic-T-Shirt, am besten schwarze Chelsea-Boots, die können auch gerne Cowboy-Boots sein und dazu diese Jacke. Wenn man dazu noch Details trägt, wie beispielsweise so eine Kette, ein paar coole Ringe und so, dann sieht das Ganze einfach brutal aus, muss man einfach sagen. Ne? Klar, du meintest, man kann das Ganze auch gerne mit Hoodie drunter kombinieren. Ich finde es auch cool, theoretisch. Ne? Also ich würde allgemein zu einer schwarzen Lederjacke entweder Kontrasthose, wie zum Beispiel so eine weiße Jeans tragen oder eine schwarze Jeans, aber zum Beispiel eine blaue Jeans würde ich zu einer schwarzen Lederjacke nicht tragen, finde ich schwer. Aber ich finde zum Beispiel auch stark einfach eine schwarze Hose dazu, Sneaker und dann halt einen grauen Hoodie drunter, die Lederjacke ganz gut darüber, das ist halt so. Na gut, Leute, dann hoffen wir auf jeden Fall, dass wir euch mit diesem Video ein wenig weiterhelfen konnten. Wir hoffen, dass ihr jetzt eventuell, falls ihr euch eine Lederjacke kaufen wollt, besser Bescheid wisst, worauf ihr achten solltet. Und ich würde sagen, falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann macht das jetzt gerne. Vergesst natürlich nicht, dem Video einen Daumen nach oben da zu lassen. Und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Danke nochmal, Daniel, dass du da warst.
Macht's gut, Leute. Groß. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao, ciao.